Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich hier noch in Las Vegas. Und ihr habt es ja im letzten Video gesehen, der Kevin hat uns jetzt verlassen. Das heißt, wir sind jetzt wirklich auf uns allein wieder gestellt. Und jetzt geht es im Prinzip in die Stadt, wo GTA 5 seinen Ursprung her hat. Also GTA 5 spielt nämlich in Los Angeles. Und Los Angeles, da fahren wir jetzt hin. Es ist ein längerer Trip, also es geht jetzt glaube ich 5 Stunden. Ich zeige ihn euch jetzt gleich mal. Und wird sehr spannend, ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, dass man viele Elemente aus dem Spiel einfach wiedererkennt. Jeder, der das Spiel gespielt hat, der wird jetzt ausflippen bestimmt. Wir schauen uns mal die Route an. Zwar, ich zeige es euch mal gerade. Ist jetzt wie gesagt ein längeres Stück. Wir sind noch hier in Las Vegas. Und dann kommen wir am Supercharger vorbei. Der hat alleine hier im Display 31 Supercharger. Also es muss ein Monster sein. Dann geht es weiter. Dann fahren wir mal ein kurzes Stück, die Route 66. Das seht ihr hier, ist so eine Abbiegung. Ist wirklich nicht lang, aber das will ich mitnehmen, wenn wir jetzt einmal schon hier sind. Dann wieder kurz am Supercharger anhalten und dann geht es hier nach Los Angeles rein. Man muss dazu sagen, unsere erste Unterkunft ist hier direkt in der Nähe von Santa Monica. Und die zweite Unterkunft, die ist hier in Hollywood direkt. Also wirklich mitten in Hollywood. Da haben wir ein Airbnb. Da sehen wir direkt auch das Hollywood-Sign und sowas. Also wird auch brutal. Und ja, soweit erstmal zum Stand zu Los Angeles. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. So, ihr Lieben, ihr seht das gerade, wo Veronika das euch zeigt. Und diese Technik habe ich so in Real Life noch nie gesehen. Das sind im Prinzip, müsst ihr euch vorstellen, da in der Mitte sind da diese Lichtfangeinheit, nenne ich es einfach mal. Die reflektiert direkt auf die Sonnenkollektoren und erhöht dadurch nochmal eindeutig die Sonneneinstrahlung auf die Kollektoren. Das ist krank. Das System habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, ihr kennt es gut. Es ist der absolute Wahnsinn, sowas mal live zu sehen. Und vor allem wie hell. Was ich noch absolut mal loswerden will, wir fahren hier, guckt mal nach vorne bitte. Wir fahren hier knapp 90 Meilen pro Stunde und ich werde immer noch überholt. Das ist der absolute Wahnsinn. Also mit dieser langsamen, wie man es aus dem Fernsehen oder aus den Foren und so kennt, dass die alle so langsam fahren, das stimmt gar nicht. Die geben hier teilweise richtig Strolz. So Leute, wir sind am Supercharger angekommen und ihr habt ja schon auf der Karte gesehen, dass es über 30 Stück sind. Also ich habe jetzt mal grob durchgezählt, wir sind locker bei 40. Und der erste Supercharger, den ich sehe, der überdacht ist. Guckt mal, da oben steht sogar auch Tesla dran. Und ein überdachter Supercharger, echt endgeil. Selten sowas gesehen. Und ja, Mama Mia, wirklich cool. Gerade, wir sind jetzt wieder in der Durchfahrtsschneise vom Death Valley. Deswegen ist hier manchmal auch ziemlich heiß. Und da passt das eigentlich mit der Überdachung. Allein auch für die Charger, dass die nicht so heiß werden. Wa? Aber es ist mega. Guckt euch das mal an. Ich gehe mal kurz durch. Schöne Kisten stehen hier auch wieder. Man sieht gleich, wenn Leute was dran machen oder nicht. Da vorne war zum Beispiel einer, der hat komplett All Black gehabt, wie der Black Ghost. War schon sehr nice. Und ja, wir laden jetzt hier erstmal. Und ich zeige euch den mal kurz. Das ist der hier vorne. Kalifornien erkennt man immer daran, dass die so Badges dran haben. Und ja, hier, guckt mal, All Black, das Biest. Sehr geil. Außerdem, Leute, waren wir gerade was mampfen und ich gucke hier auf diesen Platz und dann sehe ich diese zwei Anhänger. Diese zwei LKW-Anhänger. Die sind hier teilweise auch schon so markiert, dass die angeschlossen werden können. Hier sind ein paar Schuhe, ich weiß nicht von wem. Fakt ist, die sind auch von Tesla. Und das sind im Prinzip mobile Charger. Ich dachte erst, das sind LKW-Charger, weil die Kabel ein bisschen dicker sind. Das fand ich leicht komisch, aber ich glaube nicht, dass das für einen LKW gedacht ist. Fakt ist, das hier sind richtig fette Lader. Wenn ihr mal guckt hier, wir haben hier alleine 1, 2, 3, 4, 5, auf der anderen nochmal 6 Lader auf einem Anhänger. Ich denke mal, das sind diese Ausgleiche, die Pufferspeicher. Es ist schon Wahnsinn, Leute. Absolut Wahnsinn. Noch nie sowas gesehen. Vielleicht gibt es das ja auch irgendwann mal in Deutschland. Gerade wenn wir mal hier Nürburgring oder sowas, wenn mal was frequentierter ist, wo viele Lader gebraucht werden, dann können wir die natürlich sehr gut positionieren. So ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich auf der Route 66. Wir sind kurz vor Los Angeles schon und ihr habt es vorhin kurz mal gesehen, wir sind ja schon draußen vorbeigefahren. Da vorne die Straße, das ist die Route 66, ganz bekannt, die geht ja einmal quer durch die USA. Und ich wollte euch noch was zeigen und zwar hier hinten ist ein Zug, der ist, wir sind jetzt schon bestimmt 10 Minuten hier, der ist ultra lang. Das ist genau das, wie man es wirklich kennt aus dem Film auch.
Mama mia, das ist der absolute Wahnsinn. Und ja, wir fahren jetzt mal die Route 66 weiter und dann sehen wir uns bald in Los Angeles. Wir haben es gefunden. Wir sind hier auf der Route 66 und ich habe die ganze Zeit diese Markierung im Boden gesucht, wo da immer steht Route 66. Wir haben es jetzt gefunden. Wir zeigen es euch mal. Das ist es. Yeah, Daumen nach oben, wieder ein Meilenstein erreicht. Mit dem Model Y zusammen. Absolut Wahnsinn. Ich bin überwältigt. Wirklich Wahnsinn. Da drüben fahren immer andauernd Züge. Es ist der Hammer hier. So, liebe Leute, wir sind angekommen in Los Angeles. Ich habe schon richtig Gänsehaut bekommen, ich fast schon Tränen in den Augen, wo ich diese ganze Landschaft hier gesehen habe. Das ist genau wie GTA 5, das ist so krank einfach. Und ihr seht auch da hinten, die Vegetation hat sich komplett geändert jetzt von der Wüste bis hin wirklich mal zu was Grün. Ich meine, hier drüben seht ihr das ja auch, ist endlich wirklich ein bisschen bunter geworden. Was wollten wir euch noch sagen? Es ist auch kühler geworden. Also wir haben jetzt so um die 20 Grad, ist nicht schlimm. Ich finde gut an diesem Hotel, das ist ein Best Western Hotel hier, dass die auch Ladestationen haben. Und zwar nämlich reichlich. Da seht ihr Tesla Destination Charger und ganz normale noch. Und ja, wir laden gleich nachher mal, packen jetzt auch erstmal unser Zeug raus und dann geht's weiter. So Leute, wir sind im Zimmer angekommen. Wir machen mal einen kurzen Zimmercheck. Und zwar hier haben wir das Bettchen. Schön bequem hoffentlich. Das Hotel ist recht neu. Wir haben außerdem, das wollte ich extra haben, einen Jacuzzi, also so ein Whirlpool. Da können wir schön ein bisschen drin entspannen. Und dann ein ganz normales Bad noch dabei. Wie gesagt, wir haben jetzt hier pro Nacht 250 € gezahlt. Wenn ihr in Santa Monica wohnen wollt, ist es verdammt teuer. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Das ist unbezahlbar eigentlich. Da kannst du sogar auch locker mal für eine Nacht 2.500 € bezahlen. Hier sind wir im Prinzip sehr nah an diesem Pier dran. Und ja, die Lage ist eigentlich, finde ich, doch recht gut. Und Preis-Leistung ist auch vernünftig. Und wir haben Frühstück mit dabei. Das ist auch cool. Ein paar Sekunden später. So, ihr Lieben, ihr kennt uns oder ihr kennt mich besser gesagt, ich bin sehr ungeduldig. Das heißt, was bedeutet das für euch jetzt? Wir sind direkt mal auf ein Parkhaus gefahren und zwar, ich zeige euch kurz mal die Preise hier, die seht ihr hier. Das heißt, auch Abendstunden ist wieder günstiger. Und wo ist das Parkhaus? Genau in Santa Monica an dem Pier. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das hier auf der Karte sehe. Denn, wie gesagt, GTA lässt grüßen. Ich zeige euch das mal kurz. Ist ein richtig guter Supercharger. Ist nicht der schnellste, aber ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht. Jetzt kommt schon das nächste Model Y an. Und hi. Und ja, hier oben ist das im Prinzip alles. Da könnt ihr ganz entspannt laden. Und da drüben ist im Prinzip schon das Pier. Wir schauen da jetzt mal hin. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Ihr Lieben, es ist geschehen. Wieder ein Lebensziel, wieder ein Strich auf meiner Bucketlist. Guckt euch das bitte an. Es ist genau wie in GTA. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Hier sind wir rumgerannt. Da vorne am Strand waren wir und sowas. Und jetzt ist man wirklich im Real Life hier. Ist absolut Wahnsinn. Da vorne das Windrad, ich zeige euch mal. Nicht Windrad, sondern ihr wisst, was ich meine. Es ist Wahnsinn. Ich bin überwältigt. Amaury, es ist der Hammer. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, Amaury, dass du mich aushältst. Es ist einfach irre. Einfach irre, Leute. Wirklich. Leute, ich muss echt sagen, es ist ein... Oh, ich kämpfe mit den Tränen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist ein berührender Moment, aber wirklich, wenn du das hier wirklich kennst, mir fehlen die Worte, Leute. Ohne Mist, da unten, da hinten geht's weiter. Ihr wisst aus dem Spiel. Und ich habe Gänsehaut hier, nicht wegen der Kälte, sondern einfach, weil es mich berührt. Das ist ein kranker Moment, den will ich einfach jetzt hier teilen. Ob ihr es sehen wollt oder nicht, es ist sick. Es ist einfach sick. Oh Mann, Leute. Hier die Geschäfte, die sind alle fast 1:1. Hier sind wir drüber gerannt. Hier guckt, ich gehe jetzt hin. Hier sind wir drüber gerannt. Über die Prärie, über den Sand. Bis hinten raus.
Dahin war die Kampfjetstation, ihr wisst es doch, Leute. Hierhin sind wir hochgefahren, dann hier die Promenade lang hinten zu Franklin. Oh Mann, Wahnsinn, berührende Momente. Ihr Lieben, es tut mir wirklich leid, dass ich da echt so euphorisch bin. Aber das, was ihr seht, jeder, der das Spiel mal gespielt hat, das sind Berührungen, das sind Momente, das kann man sich nicht vorstellen. Wie viele Stunden ich mit dem Spiel verbracht habe. Felix, wenn du das siehst, Alter, Kassler, wir haben so lange rumgerobbt hier. Das ist Wahnsinn. Mit Worten nicht zu beschreiben. Ich breche jetzt hier ab. Wir machen morgen entspannt. Ich esse jetzt mit Veronika was und komme erstmal runter. Mein Blutdruck ist bei 200 oder so, ich habe keine Ahnung. Amori, Wahnsinn. Wirklich, danke, dass du mich erdrehst. Das ist nicht selbstverständlich. Hammer, hier, Hammer einfach.